zum heutigen Video. Es gibt ein neues Kochvideo, das erste im Jahr 2020. Und es ist nicht nur das erste Kochvideo für dieses Jahr, es gibt auch eine weitere Neuerung. Und zwar habe ich eine kleine Investition getätigt. Manch einer von euch kennt vielleicht Clemens Wilmenrod, den Fernsehkoch der 50er Jahre, aus dessen Ideenreichtum auch der Toast Hawaii oder die gefüllte Erdbeere stammen. Und ich dachte mir eigentlich immer, Clemens Wilmenrod, das ist so ein Kultding. Und da gibt es bestimmt irgendwelche Kochbücher, wo jemand so bestimmte bekannte Rezepte vielleicht nochmal aufgegriffen und das immer veröffentlicht hat oder so. Und tatsächlich gibt es sowas nicht. Ich dachte mir dann so, okay, soll ich das vielleicht mal selber in Angriff nehmen oder so? Und habe dann aber weitergesucht und gesucht und kam dann auf irgendeine Internetseite, die irgendwie über 10 Ecken und Kanten mit Hugendubel und Amazon irgendwie zusammenhängt und wo Leute ihre alten Bücher eben verkaufen, die vielleicht auch älter sind als einfach nur ein Buch von vor 3, 4, 5 Jahren. Und habe dann da eben das hier gefunden. Es liegt mir auf der Zunge, der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod. Und dieses Buch ist hier und da fällt es ein bisschen auseinander. Dementsprechend war es relativ günstig. Ist aus dem Jahr 1954 und beinhaltet eben einige der größten, bekannten Rezepte, die Clemens Wilmenrod im Fernsehen vorgekocht hat. Und der Sinn, wer dieses Video hier zum ersten Mal guckt von all meinen Kochvideos, ist, ich habe dieses Kochbuch und noch ein anderes mit Originalrezepten aus den 50er Jahren, die ich eben nachkoche. Die werden nicht adaptiert oder irgendwas mit, in einer anderen Form oder so. Ich versuche es möglichst genau so, wie es da drin steht, nachzukochen und dann zu probieren, wie hat das denn geschmeckt, wie hat man denn in den 50er Jahren gegessen. Und ich bin auf jeden Fall super aufgeregt, weil wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich was aus diesem Kochbuch nachkoche. Und ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist jetzt so, ich glaube 11 oder so. Das heißt, es ist jetzt dann fast Mittag, Frühstück ist schon zu spät. Also man könnte sagen Brunchtime. Und was eignet sich da besser als ein Omelett? Und es ist immer so ganz süß irgendwie. Ich habe immer keine Ahnung, wie er auf diese ganzen Namen gekommen ist. Aber okay, heute gibt es ein italienisches Omelett. Das Niedliche an diesem Kochbuch ist, dass es erst einmal immer einen ewig langen Text gibt, bevor das eigentliche Rezept losgeht. Und ich würde euch das gerne einmal kurz vorlesen. Wenn es keine Hühner gäbe, müssten sie erschaffen werden. Nach Fleisch gibt es in der Küche nichts mehr an Reichweite der Verwendung als Eier. Sie sind eines der Hauptfundamente jeder Küche. Ohne Eier keine Soßen, Ragouts, Vorspeisen, Garnierungen, Süßspeisen, Pasteten. Nichts ist leichter zu verdauen, gesünder und nahrhafter als ein frisches, nichts schlimmer als ein altes Ei. Ein Hauptvorteil der Eier ist, dass sie schnell zu Ehren eines unerwartet erschienenen Gastes ein neues Gericht auf die Tafel zaubern. Wenn sie einmal in ihrem Pfännchen als Eierpfännchen erscheinen, so werden sie durch dauerndes Entzücken belohnt, falls sie es heilig halten und in ihm nie etwas anderes als Eierspeisen bereiten. Der Staatsakt, den das Ei zu erfüllen hat, ist das Omelett. Das Ei ist der Proteus der Küche. Und selbst das Omelett wandelt sich noch in zahllosen Variationen ab. Hier das Italienische. Wer es nicht weiß, man muss dazu sagen, dass Clemens Wilmenrod kein Koch war. Er war Schauspieler und wurde dann eben Fernsehkoch und hat, wenn ich richtig informiert bin, zusammen mit seiner Frau sich eben Rezepte überlegt und denen irgendwie einen tollen Namen gegeben, hat dann da immer so seinen Text erzählt und dann eben Rezepte gekocht, die eigentlich relativ easy sind meistens oder wo man sich ab und zu denkt, wow, das muss bestimmt, wenn man den Namen hört, so irgendwas total innovativ Neues sein und dann ist es so relativ easy, ja. Auf jeden Fall machen wir heute das italienische Omelett und ich zeige euch jetzt kurz, was wir dazu brauchen. Und zwar benötigen wir 2 Eier, 2 Esslöffel gehackten rohen Schinken, eine Handvoll geriebenen Schweizer Käse und etwas Salz. Also, der werte Herr Wilmenrod schreibt es also. Schlagen Sie das Ei in einen Suppenteller. Haben wir gemacht. Wirbeln Sie mit der Gabel durch. Geben Sie eine Prise Salz hinzu. Setzen Sie Ihr Eierpfännchen aufs Feuer. Gut, ich habe vielleicht kein Feuer, aber ich habe einen Herd und das steht mal da hinten schon mit Butter drin. Lassen Sie es warm werden, reiben Sie den Käse, geben Sie Butter in das Pfännchen, schneiden Sie den Schinken in Würfel, beides schon passiert.
Und dann geht es eigentlich schon ans Pfännchen. Also das heißt, wir wirbeln, süß, wir wirbeln jetzt einmal hier irgendwie das Ei in diesen Suppenteller. Das Wirbeln, ich hoffe es doch. Ich möchte den Herrn ja nicht enttäuschen. So, das sieht doch gut aus. Und dann brauchen wir die Prise Salz. Und ich denke mal, dass wir es jetzt nochmal kurz so ein bisschen verrühren, damit das Salz auch überall hinkommt. Okidoki. Und dann heißt es, wenn die Butter zerschmolzen, in Klammern nicht braun ist, gießen Sie voller Vertrauen den Eischaum in die Pfanne, schlagen Sie ihn in der Pfanne weiter mit der Gabel und lassen Sie einen Augenblick ruhen. Okay, ja, let's do it. Gut, also die Butter, die schmilzt schon, so wie es sein soll. Okay, ich nehme an, dass wir jetzt das Stadium erreicht haben, wo wir den ruhen lassen sollen, um ihn dann, laut dem Rezept hier, rütteln Sie die Pfanne, heben Sie mit der Gabel, ich nehme dazu aber jetzt einen Pfannenwender, weil ich finde, das geht besser, den Rand des bräunenden Omelettes hoch. Geben Sie den Käse darüber und streuen Sie den Schinken darauf. Na gut, jetzt warten wir hier irgendwie erstmal, weil das ist noch echt so ein bisschen glibberig. Wehe, das funktioniert nicht. Dann gibt's Ärger. Ich glaube, dass man jetzt eigentlich auch schon Käse und Schinken drüber geben kann. Also machen wir das doch einfach mal. Also, jetzt geben Sie den Käse darüber und streuen den Schinken darauf. Tadada. Wir sollen weiter hier die Pfanne rütteln. Er schreibt nämlich jetzt, rütteln Sie unentwegt die Pfanne. Es ist schon fertig. Lassen Sie es auf einen Teller halb herunterrutschen und kippen Sie die Pfanne schnell um, sodass Sie es zudecken. Dabei klappt es von selbst zusammen. Oh Gott. Oh Gott, okay, das wird jetzt, das wird tricky. Weil das habe ich noch nie gemacht. Ich mache relativ oft einfach Omelette mit Gemüse oder so zum Frühstück, aber ich habe das noch nie zusammengelegt. Ich esse es einfach immer so. Na gut, alles klar. Okay, also lassen Sie es auf einen Teller halb herunterrutschen. Halb. Das ist nicht halb. Okay, und dann soll ich irgendwie... Wow. Und jetzt schreibt der liebe Clemens noch, oberstes Gesetz bei allen Omelettes, wie sie auch heißen mögen, ist vom Herd auf den Tisch. Klar, kalt ist es nur noch halb so gut. Dann schauen wir mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, was daran italienisch sein soll. Es ist Schweizer Käse, es gibt in Italien keinen Käse. Und auch der rohe Schinken ist jetzt nichts, was ich als super italienisch eigentlich, ja, kommt drauf an, welcher Schinken benennen würde. Aber okay, also ich hätte es vielleicht eher Schweizer Omelette genannt, aber ist ja wurscht. Es ist aber echt lecker eigentlich. Ich meine, klar, es ist am Ende nur ein Omelette mit Schinken und Käse. Aber
Ich kann mir schon vorstellen, wenn er das so im Fernsehen zeigt und so. Ich weiß ja nicht, wie man damals so Omelettes gegessen hat grundsätzlich. Dass es vielleicht schon einfach irgendwie was Neues war, wo man sich dann so als Hausfrau dachte, oh ja, das jetzt mal meinem Mann vorsetzen, der das vielleicht noch nicht kennt oder so, so als Überraschung, weil es irgendwie was Neues ist. Also lecker ist es auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Macht es gerne mal nach. Wie gesagt, es ist eigentlich ja wirklich nichts Hochkompliziertes. Aber das wussten wir auch vorher schon. Ich freue mich wahnsinnig, noch weitere Sachen auszuprobieren. Ich habe so ein paar Pläne für mehr Kochvideos dieses Jahr. Also ich möchte wesentlich mehr Kochvideos rausbringen als 2019. Denn jetzt habe ich das andere Kochbuch. Ich habe das hier. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefällt es auch, wenn ich euch die Sachen so vorlese, wie er das geschrieben hat, weil ich finde es total ulkig, diese Stories und so weiter und so fort. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr auch irgendwelche Rezepte aus eurer Family oder so, alte Rezepte, die ich mal nachkochen soll, voll gerne. Ich esse jetzt mal hier noch auf und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, ein Like dalasst und vielleicht sogar auf den Benachrichtigungsbutton die Benachrichtigungen anschaltet, damit ihr mitbekommt, wenn Videos hier hochgeladen werden. Jeden Sonntag kommt ein neues Video hoch und ab und an auch am Mittwoch. Also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao!